Mitten im idyllischen Südharz, verborgen hinter Wäldern und Felsen, entstand ab 1941 eine geheime Rüstungsanlage des Dritten Reiches, das Schickardwerk. Was nach außen harmlos wirkte, war in Wahrheit ein Schlüsselprojekt für Hitlers Raketenwaffen. Hier wurde T-Stoff produziert, ein hochkonzentriertes Wasserstoffperoxid, lebensgefährlich in der Handhabung, aber unverzichtbar für den Antrieb von V-Waffen und Raketen. Die Energie der Rühmequelle wurde skrupellos genutzt und mit ihr über 500 Zwangsarbeiter, die unter menschenverachtenden Bedingungen schuften mussten. Mindestens 74 von ihnen überlebten die Tortur nicht. Das Werk wuchs schnell. Produktionshallen, Kühlanlagen, unterirdische Schächte und Pläne für ein zweites Werk in Rühmspringe. Doch der Krieg drehte sich gegen die Täter. Sabotage, Materialengpässe und die nahende Front stoppten die Produktion, bevor sie ihr tödliches Ziel voll entfalten konnte. Heute liegt das Gelände verlassen, fast vergessen, und doch erzählen Ruinen, Betonreste und die mächtige Rühmequelle noch immer von einer dunklen Verbindung zwischen Natur und Kriegsmaschinerie. Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr sehen könnt, wir sind gerade wieder unterwegs und befinden uns auf einem ehemaligen Gelände einer größeren Industrie, die im Zweiten Weltkrieg Wasserstoffperoxid hergestellt hatte. Das brauchte man wohl für unterschiedlichste Antriebsarten. Für U-Boote wurde das gebraucht, für die Raketen, also Raketentechnologie, Antriebe für die Raketen und Torpedoaggregate auch. Und ja, von der Industrie, wo wir uns jetzt gerade hier bewegen, ist halt nicht mehr viel übrig geblieben. Es gibt ein paar noch brachliegende Gebäude, die halt einsturzgefährdet sind. Und was hier noch ganz interessant ist, wie bei jeder Industrie im Zweiten Weltkrieg gab es halt entsprechende Luftschutzanlagen. Und hier soll es halt noch einige geben und die wollen wir uns heute mal anschauen und ja, gucken einfach, was wir finden und werden das entsprechend dokumentieren. Also bleibt dran! Ja, jetzt nachdem wir über so eine Brachfläche, über so eine Ebene gelaufen sind, könnt ihr sehen, steigt das Gelände jetzt hier an. Und wir haben jetzt hier auch schon was gesehen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Beton am Hang ist sehr, sehr vielversprechend. Ja, hier wird überall was gestanden haben. Das ist jetzt, wie gesagt, alles nur noch Brachfläche. Man kann es hier erkennen. Hier sind noch so Schuttberge, die überwachsen sind. Hier schaut auch Stahl durch. Das ist alles noch aus der Zeit. Aus der Nachkriegszeit wurde das Gelände auch weiter genutzt. Die Hallen und so weiter, die hier standen. Aber davon ist jetzt halt auch nichts mehr übrig geblieben. Weil hier müssen wir aufpassen. Das scheint hier irgendwie so ein Kanal gewesen zu sein. Ich weiß nicht, wie das im... Ja, wir müssen darüber. Im Endeffekt funktioniert hat mit der Industrie, aber hier hat man sich Kanäle gebaut, weil man das Wasser für die Kühlung brauchte. Ja, der Kanal zieht sich jetzt hier durch. Hier kommen wir jetzt zu dem ersten und da hinten sehe ich aber auch irgendwas. Da müssen wir auch gleich mal gucken. Wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Mal gucken, ob wir jetzt hier reinkommen. Okay. Ja, hier ist die erste massive Konstruktion. Jetzt bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal Taschenlampen.
Hier habt ihr schon eine massive Stahltür. Und hier geht's rein. Okay, jetzt sind wir hier in dem Eingangsbereich. Ihr seht schon, das ist richtig massiv, der Beton. Und jetzt kommen wir auch schon direkt zu einer zweiten Tür. Oi. Und hier kommen wir direkt in den Luftschutzstollen. Es ist also ein Luftschutzstollen. Krass. Ich glaube, hier steht Siemens drauf. Alles schon total verrostet. Hier ist nochmal wieder ein Zwischeneinbau aus Ziegel. Hier geht's weiter. Hier oben wird die Belüftung dran gewesen sein, Belüftungsrohr. Und ihr habt ja noch irgendwelche Metallgestänge. Oh, ziemlich große, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Hier ist ein kleiner Blindstollen. Vielleicht standen hier auch irgendwelche Aggregate oder irgendwelche Maschinen noch untergebracht. Man sieht auch hier noch verschiedene Balken und auch Metallschilder, wo man leider gar nichts mehr erkennen kann. Aber gut, das war jetzt natürlich die einfachste Möglichkeit, sich einfach nur irgendwie in den Berg hier zu graben. Vielleicht gab es das auch schon aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht stammt es sogar noch aus regulären Bergbautätigkeiten. Die Strecke scheint groß zu sein. Jetzt gar nicht erwartet. Hier hat man jetzt sogar einen Bereich betoniert. Irgendwelche Kabel wurden hier durchgeführt, höchstwahrscheinlich. Aber das sieht mir auch ein bisschen aktueller aus. Also hier gab es definitiv noch eine Nachnutzung. Hier sind jetzt irgendwelche Stangen noch zwischen gestellt worden. Ich weiß nicht, was das jetzt für eine Bewandtnis hat. Aber so dünn wie die sind, um irgendwas abzustützen, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Aber auch das, was hier drin liegt, dieser Kies, ne, das ist auch nicht normal. Ich glaube, das kam einfach später mal rein und man hat es nachgenutzt, für was auch immer. Vielleicht findet man noch irgendwo ein Indiz dafür. Hier hat man wieder eine kleine Kammer. Ihr könnt auch noch gut erkennen, das Bohrgestänge, was hier durchging. Und hier die Löcher an den Seiten. Und eventuell ist es sogar so, dass wir jetzt aus diesem anderen Bunker auf der gegenüberliegenden Seite sogar rauskommen.
auf jeden Fall. Ist da. Wieder im Einbau. Ich glaube mal hier auf diesen Stangen, das hier stand, da wird die Belüftungsvorrichtung gewesen sein. Das ist meistens hier an den Eingängen. Hier hat man nämlich die Stromversorgung auch. Ja, ich denke mal, das wird so gewesen sein. Ja, hier kommen wir, ich wette, wir kommen gleich bei dem anderen Bunker wieder raus. Okay, dann gucken wir mal, was jetzt hier ist. Ja, auf jeden Fall ist hier die Luke offen. Und es sieht mir fast so aus, als ob das nämlich der gegenüberliegende Zugang ist. Ja Leute, das ist nämlich dann praktisch der zweite betonierte Zugang in das Stollensystem. Von da hinten sind wir nämlich dann gekommen irgendwo. Wir sind jetzt praktisch hier die ganze Zeit hier hinten durchgelaufen und hier praktisch wieder rausgekommen. Wahnsinn. Ja, wir haben jetzt entschieden, wir gehen lieber drin durch, weil das ist jetzt hier extrem Hanglage. Das ließ sich jetzt drin angenehmer laufen. Dann gehen wir jetzt wieder rein, kommen dann vorne wieder raus und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch irgendwelche anderen Gebäude finden. Gegebenenfalls ein Haupthaus sehen wir noch, vielleicht kommt man da auch irgendwie hin. Wir schauen einfach mal. Ja, also die große Frage ist jetzt hier geht dieser Kanal weiter und wir haben jetzt das hier noch entdeckt. Das ist ja so eine komische Konstruktion hier, können uns das nicht ganz erklären. Also falls sich jemand auskennt mit diesen Herstellungsprozessen von Wasserstoffperoxid, schaut euch das mal an hier. Das ist wie so eine Art Damm in Dreiecksform. Aber das ist nicht wirklich ein Becken, weil hier unten geht der Kanal weiter. Was ist das hier oben? Das ist ja jetzt keine normale Abstützung irgendwie vom Hang oder sowas. Also ich versuche mal hier drüber zu springen. Du kannst mich ja mal aufnehmen, damit die Leute sehen, wie groß das Ganze ist. Keine Ahnung, was das hier ist. Nee, keine Ahnung. Das ist alles Beton. ist alles betoniert. Keine Ahnung. Jetzt muss man da hochlaufen. Ich weiß nicht, für was das ist. Ist auf jeden Fall merkwürdig. Hier kommt das so ein Rohr raus, so ein großes. Weiß ich nicht, ist da oben irgendwas oder? Nee, da oben ist nichts. Ist auch nicht so stark die Wand, ne? Hast du das Rohr gesehen? Das Rohr hier, Ja. Hier ist der Rest von dem Werk. Und hier scheint irgendwie, ich weiß auch nicht, ob das noch wieder zu dem Kanal gehört oder ob das irgendwas mit Kanalisation zu tun hat. Schauen wir mal. Tja, das ist das Gebäude. Wie gesagt, da ist nicht mehr viel übrig. Das sind nur noch die Reste.
Das ist der Rest von dem Verwaltungsgebäude hier. Alles schon zusammengeschlagen. Und das ist schön gewesen, bestimmt hier mit diesen, ja, ich wollte auch gerade sagen, hier mit dieser Holzvertäfelung, mit dem Fenster, wo du dann in die Büros gekommen bist. So richtig alter Stil. Ah, tatsächlich. Mit dem Türbogen. Ach, hier ist sogar noch vom Treppenhaus. Der Seiteneingang. Ui. Die ganzen alten Tapeten hier noch. Auch der Boden. Interessant. Auch hier oben die Decke. So alter Industriestandard. Was heute am Rande der Ortschaft liegt, überwachsen, verfallen, fast vergessen, war einst Teil eines hochgeheimen Rüstungsprojekts des Dritten Reiches. Das Schickardwerk steht sinnbildlich für den fanatischen Technologieglauben der NS-Zeit und für das Leid, das dieser Glaube über unzählige Zwangsarbeiter brachte. Über 500 Menschen wurden hier ausgebeutet. Viele überlebten die schweren Arbeitsbedingungen nicht. Und doch ist dieser Ort kein Museum, kein offizielles Mahnmal. Er ist da, aber kaum einer sieht hin. Dabei braucht es Orte wie diesen, als stille Zeugen einer Vergangenheit, die nicht vergangen ist, als Mahnung, wohin Ideologie und Menschenverachtung führen können. Wer sich erinnert, übernimmt Verantwortung. Und wer Verantwortung übernimmt, kann dafür sorgen, dass aus Geschichte keine Wiederholung wird.